Der dritte und letzte Band ist endlich erhältlich bei Raccoon Books von Decades Graffiti Writing in Berlin. Paul, du hast die Trilogie abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Was denkst du, inwiefern unterscheidet sich dieses letzte Kapitel von 2010 bis 2020 am meisten zu den beiden Bänden, die wir schon kennen? Die Vielzahl der Writer ist, denke ich, in diesem Band die höchste Zahl, einfach weil es durch das es jetzt in den 10er Jahren halt viel mehr Spotting gab, halt einfach eine viel abwechslungsreichere Dichte an Material gab. Also auch Material, was die vielleicht hätten nie veröffentlichen wollen. Zum Beispiel, ja. Oder auch styletechnisch. Ich glaube, jedes Buch hat so ein bisschen sein eigenes Thema, hat sein eigenes Thema. Der 90er-Band, da war, glaube ich, Berlin noch so der große Abenteuerspielplatz, große Unbekannte, der erst entdeckt wurde und wo es aber auf der anderen Seite, jetzt auf den Style bezogen, alles noch relativ eng war. So, es sind alle so ein bisschen diesem Wild-Style-Diktat gefolgt auf eine gewisse Art und Weise. Dann gab es dieses große Ost-West-Thema, was da noch sehr in den Köpfen war. Das wurde ja dann so ein bisschen in den Nullerjahren aufgebrochen, nämlich dass es dann Street Art dazu kam, dann Leute, die wirklich schon sehr perfektionierten Style hatten, dann andere Richtungen gegangen sind. Es dort neue Style-Richtungen, Stichwort Anti-Style auch, sich entwickelt hat und es dadurch schon sehr viel diverser geworden ist. Und dieser Ost-West-Konflikt, nenne ich es jetzt mal, oder das Battle oder was auch immer, ich hatte das Gefühl, dass immer von Ossis und Wessis gesprochen wurde davon abgelöst, dass dann die Schwaben dazugekommen sind und dass dann das neue gemeinsame Feindbild war und dann nicht mehr kommst du aus dem Osten oder kommst du aus dem Westen unterschieden wurdest, sondern kommst du aus Berlin oder bist du Zugezogener. Aber auch das wurde, finde ich, in dem dritten Band dann ein bisschen aufgelöst, weil dann war halt Berlin auf einmal der hippe Place to be in Europa oder in der Welt und auf einmal die Graffiti-Metropole weltweit mit den fahrenden U-Bahnen bis hin zur Systemsprengung Ende der 10er Jahre, die halt auf einmal permanent Leute aus der ganzen Welt angelockt haben und halt auch massiv Zuzug, also auch viele Leute länger in Berlin geblieben sind und nicht nur um das U-Bahn-System zu sammeln. Und dass dazu ja auch noch dann auf einmal die Waterbase-Dosen da waren, was auch nochmal dafür gesorgt hat, dass auf einmal technisch ganz andere Dinge möglich waren, also dass die Leute halt viel länger malen konnten und unerkannter und dann auf einmal alle Characters gemalt haben neben ihren Pieces. Das sind, glaube ich, so die 3 Themen, die so in jedem Buch da ihre eigenen Anteile hat. Und hast du Fortschritte gemacht in der Kommunikation mit den Menschen, mit denen du da zu tun hattest und bist es anders vielleicht angegangen als zuvor oder hast du aus den Jahren gelernt, die du das jetzt schon hast, das Projekt? Habe ich gedacht. Also vor allen Dingen was so Interviewfragen und so betrifft. Aber das liegt nicht daran, dass die Menschen, die du da porträtieren durftest, nicht reflektiert genug sind, sondern die da mit sich selber hadern sozusagen? Genau, also tatsächlich bei dem 90er-Band war das zuerst die Idee, die ich hatte, dass die Leute nicht reflektiert genug waren und sich, glaube ich, auch ein Stück weit abgrenzen. Also vielleicht auch
ein Stück weit traumatisiert sind von den Sachen, die da in den 90ern passiert sind und die das so weggeschlossen haben. Hatte ich bei dem einen oder anderen das Gefühl. Ich weiß nicht, ob den Leuten das dann auch zu persönlich ist oder eine Ebene, die sie dann vielleicht auch nicht mit ihrer Graffiti-Identität, also dass das nicht so richtig gut zusammenpasst. So, aber das ist eigentlich schon ein Interesse, was ich auch hatte, also so ein bisschen herauszufinden, was steht eigentlich hinter dieser Person oder hinter diesem Namen für eine Person, eine Sichtweise auf die Welt, für eine Entwicklung, eine soziale Entwicklung auch. Das fand ich halt immer spannend. Tatsächlich, ich hatte diesen Einblick ja dann ein Stück weit auch, weil ich ja oft die Leute auch getroffen habe, die Leute kennengelernt habe. Ich glaube, das hätte ich gern auch für den Leser erfahrbar gemacht, was halt in den seltensten Fällen. Oder man kriegt vielleicht eine Idee schon bei der einen oder anderen Person davon, so, aber ja, oft halt auch nicht, sich da zu repräsentieren. Hast du geschafft, aus deiner Blase herauszutreten und da über diese Grenzen deiner eigenen Blase Leute anzusprechen? Ja. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Also, aber ich glaube, es ist glaube ich schwer, diese Grätsche zwischen Leuten, die jetzt nicht zur Graffiti-Szene gehören, also da beide Gruppen anzusprechen. Ich glaube, so der Otto-Normalverbraucher ist einfach mit dieser Fülle der Bilder, die in so einem Buch drin sind, völlig überlastet. Und für den ist, glaube ich, viel spannender, die Texte zu lesen. Und da könnte es noch deutlich mehr dann sein. Und für die Sprüher ist es, glaube ich, eher andersrum. Da ist Weißraum eigentlich nicht unbedingt nötig. Und klar, ich glaube, die Texte sind für die auch interessant. Teils, ne? Ich meine, bei einigen kommen dann vielleicht auch nicht so viele neue Informationen so bei rum. Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn das so ein bisschen über die Graffiti-Szene auch hinausgewachsen wäre, die Bücher und da ihre Leser zu finden, das habe ich jetzt nicht so gemerkt. Ja. Aber der Ruf nach so einem Berlin-Buch, der war irgendwie ein paar Jahre sehr präsent, ne? Glaubst du, du konntest diesen Ruf dem irgendwie damit antworten und hast es einfach aus diesem Grund gemacht, dass da irgendwie Menschen darüber sprachen, ah Gott, in Berlin gibt es gar kein so richtiges Buch, was diese Entwicklung der Stadt repräsentiert im Graffiti, oder? Na, ich glaube beides. Also genau, ich hatte ja diese Fotokiste einfach, die ja so eine Initialzündung war, da in die Richtung was zu machen. Und sicherlich haben diese Stimmen dazu beigetragen, dass man halt immer weitergemacht hat und immer noch mehr und dann auch auf die Idee gekommen ist, dass es eine Trilogie werden könnte. Also ich habe es ja jetzt, glaube ich, auch nicht so gemacht, wie sie es vielleicht vielleicht anders gemacht, als andere Leute daran gegangen wären. Für mich war ja, wie gesagt, wie ich ja schon mal am Anfang gesagt habe, diese soziale Komponente auch irgendwie wichtig und wollte ja auch einfach das auch an den Protagonisten zurückgeben, was es natürlich einerseits die Sache auch vereinfacht hat, dass ich jetzt nicht diesem Anspruch nachkommen musste, irgendwie mit historischem Fachwissen oder irgendwie einer Aufarbeitung aus der Perspektive nachzukommen, sondern genau, dass es viel mehr der eigene Sichtweise und dem eigenen Interesse des Protagonisten Raum gegeben werden sollten, sich selber dort zu präsentieren.